Im Frühling gibt es in Berlin viele Parks, die sehr einladend sind. Für alle, die sich an der Kirschblüte erfreuen, möchte ich hier einen besonderen Park im Süden der Stadt vorstellen. In Lichterfelde befindet sich der Lilienthal-Park mit dem Fliegeberg und dem Denkmal für den Flugpionier Otto Lilienthal. Der Park hat den Status eines Berliner Gartendenkmals und ist vor allem im Mai zur Zeit der Kirschblüte sehenswert. Gleich am Eingang steht eine Gedenktafel, die an Otto Lilienthal erinnert. Dann betritt man das Gelände durch ein Eingangsportal, das aus zwei Pfeilern aus Rüdersdorfer Kalkstein und einem dreiteiligen eisernen Gittertor besteht. Da ich noch ein ausführlicheres Video zu den Brüdern Otto und Gustav Lilienthal erstellen werde, hier nur ein paar kurze Anmerkungen zur Person. Ich möchte ja hauptsächlich den Park vorstellen. Geboren 1846 in Antlam, gilt Otto Lilienthal als der erste Mensch, der erfolgreich und wiederholbar Gleitflüge mit Flugapparaten durchführte. Mit seinem Bruder Gustav hat er viele Jahre experimentelle Vorarbeiten zur Aerodynamik und zum Konzept der Tragfläche geleistet und dann ab 1891 wohl rund 2000 Flüge gewagt. Er war auch der Erste, der Fluggerätschaften in Serienproduktion bauen ließ und verkaufte. Otto Lilienthal lebte ab 1886 in Großlichterfelde, das damals noch nicht Teil von Berlin war. Hier, auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei, von der er die Genehmigung erhalten hatte, den Abraum zu nutzen, ließ Lilienthal sich 1894 einen 15 Meter hohen Hügel aufschütten, von dem ihm Flüge bis ca. 80 Meter weiter gelangen. Schnell wurde der Hügel Fliegeberg genannt. Wie riskant derartige Flugversuche waren, zeigte sich am 9. August 1896. Lilienthal stürzte bei einem Flugversuch bei Stölln am Gollenberg im Havelland aus etwa 17 Meter Höhe ab. Ursache war eine Sonnenböe, eine thermische Ablösung, deren Aussteuerung ihm nicht gelang. Am darauffolgenden Tag verstarb er an den Folgen seiner schweren Verletzung. Die Ziegelei schloss 1897 und die auf dem Gelände liegende Tongrube füllte sich mit Wasser. Das Areal um den Berg wurde bereits 1900 zu einem Park umgestaltet und die Tongrube als Karpfenteich benutzt. 1927 kaufte die Stadt Berlin das Gelände des Fliegebergs für 185.000 Reichsmark und die Steglitzer Bezirksverwaltung beschloss, das Gelände als Denkmalsanlage zu gestalten. Von 1928 bis 1932 wurde der Entwurf des Architekten und Steglitzer Stadtbaurates Fritz Freimüller unter Mitwirkung des Gartenarchitekten Paul Eschenbach ausgeführt. Die Anlage Freimüllers stellt eine moderne Denkmalsform mit abstrakten Mitteln dar. Bei der Gestaltung verzichtete Freimüller auf jegliche realistische und allegorische Darstellung der Flugversuche Lilienthals. Stattdessen findet man klare geometrische Gestaltungselemente. Hinter dem Eingangsportal öffnet sich der Blick auf das von Buchenhecken eingefasste Areal mit einem großen rechteckigen Wasserbecken. In die Hecken sind Nischen mit rot lackierten Sitzbecken eingefügt. Der abschließende Platz ist halbrund gehalten mit gemauerter Begrenzung, wiederum aus Rüdersdorfer Kalkstein. Eine Granittreppe lädt zum Aufstieg auf den Fliegeberg und zum zentralen Monument ein. Oben befindet sich eine runde Plattform mit Kunststeinplattenbelag, darüber eine offene runde Pfeilerarchitektur aus Stahl, die eine Art ringförmiges offenes Dach trägt. Im Zentrum der Plattform unter freiem Himmel steht ein quadratischer Betonsockel mit dem Schriftzug Otto Lilienthal 1848 bis 1896. Als zentrales und von überall gut sichtbares Objekt befindet sich auf dem Sockel eine Weltkugel aus Bronze. Sie ist das einzige Element der Anlage, das detailliert und realistisch ausgearbeitet wurde. Von Weitem wirkt sie wie eine Kugel, die jeden Moment den Berg hinabrollen könnte. Vielleicht ein Sinnbild für das Risiko, das Lilienthal mit seinen Flugversuchen eingegangen ist. In die Weltkugel waren die Erdteile und bedeutende Fluglinien eingraviert. Sie symbolisierten die Idee einer friedlichen und weltumspannenden Luftfahrt im Sinne der Flugpioniere. Die ursprüngliche Kugel wurde dann im Zweiten Weltkrieg zu Kriegszwecken eingeschmolzen und bei einer ersten Wiederherstellung des Parks 1955 durch eine Steinkugel ersetzt. Die jetzige, wieder bronzene Weltkugel ist in der Bildgießerei Gras in Berlin geschaffen und hier aufgestellt worden, als 1990 eine weitere Sanierung des Parks erfolgte. Allerdings ohne die ehemals eingravierten Fluglinien. Herunterrollen vom Hügel lassen auf jeden Fall die Kinder ihre Bälle und manchmal auch sich selbst.
Von hier oben kann man den Blick schweifen lassen über die Gedenkstätte und den 8,6 Hektar großen Park mit seinem Karpfenteich und über die Stadt. Ich besitze keine Drohne, aber mir wurde dankenswerterweise Material zur Verfügung gestellt, das nochmal einen ganz anderen Blick bietet. Übrigens, wer nach Besuch des Parks noch nicht genug von Kirschblüten hat, kann sich noch zur nahegelegenen Kirschblütenallee auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Teltow und Lichterfelde begeben. Zu der Allee mit ihren über 1000 Kirschbäumen habe ich ja schon ein Video veröffentlicht. Den Link findet man hier oben rechts. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen zu meinen Videos und jede Unterstützung meines Kanals durch Kommentar, Like, Abonnement oder einen Kaffee. Vielen Dank und ciao.